Warum 5 Formeln schreiben, wenn eine Formel reicht? Genau das können geschweifte Klammern in deiner Formelerstellung erreichen. Geschweifte Klammern definieren konstante Bereiche in deinen Formeln. Viele Anwender sehen auch geschweifte Klammern und denken sofort an die Matrixformeln alter Ausprägung aus früheren Excel-Versionen. Dabei sind sie gerade heute auch in Kombination mit Array-Funktionen ein echter Booster bei der Formelerstellung. In dieser Tutorial-Reihe zeige ich dir praxisnah, wie du mit geschweiften Klammern mehrere Werte gleichzeitig bearbeitest, Suchvorgänge vereinfachst, dynamische Berichte erstellst und deutlich weniger Formeln brauchst. Heute starten wir mit einem einfachen Beispiel, das dir sofort zeigt, wie mächtig diese Technik ist. Du siehst hier in einem ersten Beispiel, wie geschweifte Klammern funktionieren. Innerhalb der geschweiften Klammern kannst du deine Argumente vertikal aufteilen durch Verwendung des Strichpunktes oder horizontal aufteilen durch Verwendung eines Punktes. Das ist erstmal ganz wichtig für die Basis für alle weiteren Beispiele, die wir uns im Rahmen dieser Tutorial-Reihe noch anschauen werden. Als erstes kleines Praxisbeispiel möchte ich dir das anhand der Datumsfunktion zeigen. Wenn ich hier anfange mit Datum, dann erwartet es, wie du siehst, tatsächlich einmal ein Jahr, ein Monat, ein Tag und würde das genau so anhand der Vorgaben, die ich reinschreibe, wenn ich 2026 reinschreibe, genau immer nur einen einzelnen Datumswert. Und das kannst du jetzt eben mit Geschweifklammern in einer einzigen Formel aufarbeiten, wenn du die Parameter für den Monat vorgibst, um hier zum Beispiel sowas zu erreichen, dass du gleich den ganzen Quartalsbeginn des Jahres 26 hier formulierst. Geht also los mit einer geschweiften Klammer und dann schreiben wir die Monate, die wir haben wollen, nämlich den Januar, den April, den Juli und den Oktober ein, schließen das Ganze mit einer geschweiften Klammer und geben dann als Beginntag immer jeweils den ersten vor. Ich stehe mit Enter und dadurch, dass wir das mit Strichpunkten getrennt haben, kriegen wir also sofort hier das passende Ergebnis. Hier natürlich müssen wir das noch als Datumswert formatieren, dann passt das. Du siehst also schon, wo das Potenzial in diesen geschweiften Klammern steckt. Du musst also nicht 4 Datumsformeln bilden, sondern nur eine. Und damit hast du zum Beispiel künftig in deinen Formeln deutlich weniger Wartungsaufwand, weil du musst ja nur eine Formel warten und nicht 4 Formeln. Zudem hast du weniger Fehlerquellen, weil Kopierfehler und angepasste Zellbezüge entfallen, weil du ja nur eine Formel hast. Und letzter großer Vorteil: Du hast eine deutlich bessere Kombination mit den dynamischen Array-Funktionen von Excel wie Filtern, V-Stapeln, Sortieren oder den X-Verweis. Du hast also schon in diesem kleinen Tutorial gesehen, welches Potenzial geschweifte Klammern haben. Du kannst in einer Formel mehrere Argumente übergeben und damit viele Aufgaben deutlich effizienter lösen. In den nächsten Tutorials werde ich dir zeigen, wie du sowas mit den Funktionen Filter, Verstapeln, X-Verweis und Sortieren anhand konkreter Praxisbeispiele umsetzen kannst. Wenn du Excel nicht nur bedienen, sondern wirklich produktiv nutzen willst, dann abonniere den Kanal. Und wenn du für dich oder dein Team ein praxisorientiertes Excel-Training benötigst, findest du unten in der Tutorial-Beschreibung die Kontaktdaten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.